Es ist wieder Apfelsaison. Gestern Abend am 7. September wurden die neuen iPhone 14 Modelle vorgestellt. Ich möchte in diesem Video eine kompakte Zusammenfassung machen und meine Meinung teilen. Beginnen möchte ich mit dem iPhone 14 Pro bzw. mit dem iPhone 14 Pro Max. Zum iPhone 14 Pro wird auf jeden Fall noch ein Video auf diesem Kanal kommen. Die Pro-Modelle sind die leistungsstärksten iPhones. Sie kommen wieder in zwei Größen mit 6,1 Zoll bzw. 6,7 Zoll Display-Diagonale und unterscheiden sich auf den ersten Blick äußerlich zum Vorgänger nur durch die neue Notch, welche auch Dynamic Island genannt wird. Apple hat es damit geschafft, die starre Notch in ein interaktives Anzeigeelement umzuwandeln, worauf ich sehr gespannt bin, es zu nutzen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Displayränder kleiner geworden sein sollen. Ich sehe persönlich keinen Unterschied. Die äußeren Maße haben sich minimal geändert, aber für das Auge ist es nicht wahrzunehmen. Bezüglich der Farben werden nur noch 4 statt 5 Farbvarianten angeboten. Der Kamerasensor ist um 65% gewachsen und kann mehr Licht einfangen. In Kombination mit der neuen Photonic Engine, die Fotos computergestützt verbessert, sind bessere Aufnahmen möglich, vor allem bei schwachem Licht. Die Kameraauflösung ist von 12 Megapixel auf 48 angestiegen. Dabei werden 4 Pixel zu einem zusammengefasst. Demzufolge wird ein Bild mit 12 Megapixel erzeugt, das aber viel detailreicher ist. Wer Aufnahmen dennoch mit vollen 48 Megapixeln haben möchte, kann das ProRAW-Format benutzen. Außerdem wurde die optische Bildstabilisierung der zweiten Generation eingeführt. Darüber hinaus gibt es jetzt den Action Mode. Dieser stabilisiert zusätzlich über die Software sehr verwackelte Videoaufnahmen, beispielsweise beim Laufen. Auf einen Gimbal soll dadurch verzichtet werden können. Zudem wurde das Blitzlicht optimiert, das jetzt dynamischer ist. Die Frontkamera wurde ebenfalls verbessert und verfügt jetzt über einen Autofokus. Es ist jetzt eine f1.9 statt einer f2.2 Blende verbaut. Zusammengefasst gibt es einen großen Sprung bei den Kameras und ich bin sehr gespannt auf die Fotos und Videos, die man damit machen kann. Der neue A16-Chip wird nicht mehr im 5-Nanometer-Verfahren hergestellt, sondern im 4-Nanometer-Verfahren. Dadurch sind eine Leistungssteigerung und eine bessere Energieeffizienz möglich. Der ohnehin schnelle Chip wird damit nochmal besser, zum Beispiel auch für Leute, die Spiele auf ihrem iPhone spielen. Neu ist ein Always-On-Display, welches nach dem Sperren des Displays weiterhin Informationen abgedunkelt darstellt. Ich weiß noch nicht, ob man es abstellen kann. Ich denke, mich wird es eher ablenken. Die Bildwiederholrate kann beim neuen Display bis auf 1 Hz verringert werden. Damit lässt sich noch mehr Energie sparen, davor waren 10 Hz das Minimum. Die maximale Helligkeit im Freien erreicht jetzt sogar bis zu 2000 Nits, was das Lesen bei Sonnenlicht deutlich vereinfachen wird. Als Sicherheitsfeature wurde ein Crash-Sensor eingebaut, der zum Beispiel bei einem Autounfall automatisch den Notruf benachrichtigt. Des Weiteren gibt es jetzt die Möglichkeit, über Satelliten mit dem Notruf zu kommunizieren, falls es keinen Empfang über Telefonmasten gibt. Diese Funktion ist aber zunächst nur in den USA und in Kanada verfügbar. Für mich sind Sicherheitsfeatures immer willkommen und können im schlimmsten Fall Leben retten. Was sich noch geändert hat, ist der iPhone-Preis für deutsche Kunden. Während US-Kunden keine Preissteigerung erlebt haben, bezahlen Kunden in Deutschland beim Pro Max Modell mit 1.449 Euro 200 Euro mehr als vor einem Jahr. Beim normalen Pro müssen 1.299 Euro bezahlt werden. Das ist ein Plus von 150 Euro. Der Grund dürfte der schwache Euro sein, der im letzten Jahr gegenüber dem US-Dollar ca. 15% verloren hat. Trotzdem, wer letztes Jahr zweimal über den Kauf eines iPhones nachdenken musste, sollte es aufgrund der allgemeinen gestiegenen Preise jetzt besser dreimal tun. Das iPhone 14, also das normale iPhone, ist ebenfalls teurer geworden. Statt 899 Euro werden jetzt 999 Euro dafür verlangt. Das neu eingeführte iPhone 14 Plus kostet mit 1149 Euro genauso viel wie das iPhone 13 Pro letztes Jahr. Unglaublich. Das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus kommen wie die Pro-Modelle mit 6,1 Zoll bzw. 6,7 Zoll Display-Diagonale. Ein iPhone 14 Mini gibt es nicht. Die Anzahl der Farbvarianten wurde von 6 auf 5 reduziert. Äußerlich unterscheidet sich das iPhone 14 zu seinem Vorgänger eigentlich nicht. Nur beim genaueren Hinsehen bemerkt man minimale Änderungen. Beispielsweise die etwas größere Dicke und die schmaleren Ränder der Kamera. Die Kameras selbst haben einen größeren Sensor bekommen und lösen weiterhin mit 12 Megapixel auf. Auch hier gibt es wie beim Pro die Photonic Engine. Fotos bei schwachem Licht sollten jetzt besser gelingen. Darüber hinaus gibt es jetzt eine schnellere f1.5 Blende für die Hauptkamera statt einer f1.6 Blende. Auch die Frontkamera wurde geupdatet. Sie kommt mit einer schnelleren f1.9 Blende und nicht mehr mit einer f2.2 Blende und erhält einen Autofokus.
Darüber hinaus gibt es auch bei den Standard-iPhones den Action Mode. Alles in allem finde ich das Kamera-Update gelungen. Es wird immer noch der alte, aber sehr schnelle A15-Chip eingebaut, wobei es jetzt einen Grafikkern mehr gibt. Beim Display gibt es kein Update. Die Sicherheitsfeatures, die es bei den Pro-Modellen gibt, gibt es auch bei den Standard-iPhone-Modellen. Das finde ich sehr gut. Wie findet ihr die neuen iPhones und vor allem die gestiegenen Preise? Werdet ihr euch ein neues iPhone kaufen? Und was interessiert euch am meisten? Eventuell kann ich eure Kommentare in meine neuen Videos einbauen. Schreibt eure Fragen und Interessen in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.